Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch einen super saftigen und fruchtigen Rhabarberkuchen mit Rührteig und Baiser. Wer möchte, kann das Baiser natürlich auch weglassen und den Kuchen nach dem Backen einfach nur mit Puderzucker bestreuen. Ich backe den Kuchen heute in einer Springform. Für einen Rhabarberkuchen vom Blech könnt ihr die Zutatenmengen aber ganz einfach verdoppeln. Viel Spaß beim Zuschauen! Bevor ich mit der Zubereitung des Teiges beginne, lege ich zuerst die Backform mit Backpapier aus und putze den Rhabarber. Da die Rhabarberstangen hier etwas dicker sind, habe ich die Haut geschält. Bei fingerdicken Rhabarber reicht es aber völlig aus, wenn ihr nur die Enden abschneidet, denn dann bleibt auch die schöne rosa Färbung erhalten. Die geschälten Rhabarberstangen schneide ich dann in dünne Scheiben und stelle sie kurz zur Seite. Damit der Rührteig gut aufgeht, ist es wichtig, dass er nach der Zubereitung sofort gebacken wird. Deshalb heize ich den Backofen jetzt schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Für einen besonders lockeren und luftigen Rührteig ist es wichtig, dass die Zutaten möglichst Zimmertemperatur haben und der Teig nach der Zugabe des Mehls möglichst nur noch kurz gerührt wird. Für den Rührteig nehme ich 3 Eier. Die verquirle ich zunächst etwas und füge dann 100 Gramm feinen Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker und eine Prise Salz hinzu und schlage sie zu einer schaumigen Masse auf. Als nächstes verrühre ich die aufgeschlagenen Eier mit 150 Gramm sehr weicher Butter, ihr könnt hier aber auch Öl verwenden. Jetzt kommen 140 Gramm Mehl, 2 Esslöffel Speisestärke und 2 Teelöffel Backpulver hinzu. Die werden kurz untergehoben und zum Schluss gebe ich noch 2 Esslöffel Milch in den Teig und rühre ihn nur noch kurz um, bis die Zutaten vermischt sind. Damit das Backpulver seine Wirkung voll entfalten kann und der Kuchen gut aufgeht, sollte der Teig so bald wie möglich gebacken werden. Ich mache das jetzt so, dass ich den Rhabarber gleich mitbacke. Wer möchte, kann den Kuchen aber auch erst ohne Rhabarber 15 bis 20 Minuten vorbacken, anschließend den Rhabarber darauf verteilen und noch weitere 20 bis 25 Minuten weiter backen. Während der Kuchen backt, bereite ich schon mal das Baiser zu. Hierfür nehme ich 3 Eiweiße. Die Eigelbe friere ich ein und gebrauche sie entweder für Mürbeteig oder zum Bestreichen von Gebäck. Das Eiweiß schlage ich zunächst mit einer Prise Salz steif und lasse dann nach und nach 150 Gramm feinen Zucker einrieseln und schlage den Eischnee so lange, bis der Zucker aufgelöst ist.
Das Baiser ist fertig, wenn es sich beim Reiben zwischen den Fingern glatt anfühlt. Wer möchte, kann jetzt noch etwas gemahlene Mandeln und Zimt unterheben. Ihr könnt es aber auch wie in meinem früheren Video pur lassen. Das schmeckt auf jeden Fall auch sehr gut. Das Baiser verteile ich nun auf dem vorgebackenen Kuchen und backe es ungefähr 10 bis 15 Minuten, bis es etwas Farbe bekommen hat. Wenn das Baiser weich bleiben soll, dann reicht eine Backzeit von 10 Minuten völlig aus. Da die Oberfläche meines Baisers getrocknet ist, splittert es natürlich beim Anschneiden. Wie gesagt, könnt ihr es aber auch kürzer backen, dann bleibt es schön cremig und geschmeidig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Und wenn ihr eins meiner Rezepte ausprobiert habt und mir ein Foto zuschicken wollt, dann könnt ihr das gerne über Instagram mit dem Hashtag Selmas Recipes tun. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!